Der Sklave, der das Geheimnis gegen Burnout entdeckte. Ständige Erschöpfung und Überforderung im Job rauben dir deine Lebensfreude? Du bist nicht allein. Aber was wäre, wenn ich dir sage, dass die Lösung für dein Burnout-Problem vor 2000 Jahren von einem Sklaven entdeckt wurde? Epiktet war Sklave im Römischen Reich und fand trotz extremer Umstände inneren Frieden. Seine Methode funktioniert auch bei Arbeitsstress. In den nächsten 12 Minuten zeige ich dir sein 3-Schritte-System. Erkenne die Warnsignale von Burnout frühzeitig, wende Epiktets Unterscheidung zwischen Kontrollierbarem und Unkontrollierbarem an und etabliere tägliche stoische Reflections-Rituale. Bleib dran, denn am Ende hast du ein System, das seit 2000 Jahren funktioniert, und das kannst du heute noch anwenden. Das Problem: warum moderne Burnout-Ratschläge versagen. Bevor ich dir Epiktets System zeige, müssen wir verstehen, warum die üblichen Burnout-Tipps nicht funktionieren. Nimm dir mehr Auszeiten, mach Yoga, schalte das Handy aus, das sind alles Pflaster auf einer tiefen Wunde. Das wahre Problem liegt tiefer. Wir haben verlernt zu unterscheiden, was wirklich in unserer Macht steht und was nicht. Wir kämpfen gegen Windmühlen und wundern uns, warum wir erschöpft sind. Hier eine schockierende Statistik. 87% der deutschen Arbeitnehmer fühlen sich regelmäßig gestresst, aber nur 23% können klar benennen, was sie tatsächlich kontrollieren können. Das ist der Kern des Problems. Epiktet lehrte: Es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben. Das bedeutet, Burnout beginnt nicht mit der Überlastung, es beginnt mit unserer Interpretation der Situation. Die ersten Warnsignale sind subtil. Du denkst ständig an die Arbeit, auch am Wochenende. Kleine Probleme fühlen sich wie Katastrophen an. Du fühlst dich hilflos gegenüber deinen Umständen. Du sagst Sätze wie: Ich muss das alles schaffen. Pausiere jetzt kurz und frage dich: Welcher dieser Punkte trifft auf dich zu? Sei ehrlich zu dir selbst. Epiktet würde sagen: Diese Gefühle sind nicht das Problem, sie sind Signale. Sie zeigen dir, wo du deine Energie auf Dinge verschwendest, die außerhalb deiner Kontrolle liegen. Die stoische Diagnose: Warum wir uns selbst erschöpfen. Hier kommt eine Erkenntnis, die alles verändert. Die meisten Menschen erschöpfen sich nicht durch zu viel Arbeit, sondern durch den falschen Fokus. Sie kämpfen gegen Dinge, die sie nicht ändern können. Epiktet unterschied klar: Einige Dinge stehen in unserer Macht, andere hingegen nicht. In unserer Macht sind Urteil, Bestrebung, Begier und Abneigung, mit einem Wort alles das, was Produkt unseres Willens ist. Das bedeutet konkret: Du kannst nicht kontrollieren, ob dein Chef schlechte Laune hat. Du kannst aber kontrollieren, wie du darauf reagierst. Du kannst nicht kontrollieren, ob das Projekt verschoben wird. Du kannst aber kontrollieren, wie du mit dieser Information umgehst. Schritt 2: Wende Epiktets Unterscheidung zwischen Kontrollierbarem und Unkontrollierbarem an. Jetzt wird es praktisch. Epiktets Kernprinzip lautet: Verlange nicht, dass das, was geschieht, so geschieht, wie du es wünschest, sondern wünsche, dass es so geschieht, wie es geschieht, und es wird dir gut gehen. Das klingt erstmal passiv, ist aber das Gegenteil. Es ist die aktivste Entscheidung, die du treffen kannst, deine Energie nur noch auf das zu richten, was du wirklich beeinflussen kannst. Die Epiktet-Matrix für den Arbeitsalltag: Kontrollierbar: Deine Arbeitsqualität, deine Reaktion auf Kritik, deine Pausen und Grenzen, deine Einstellung zu Problemen. Nicht kontrollierbar: Entscheidungen deines Chefs, Verhalten der Kollegen, Wirtschaftslage des Unternehmens, unvorhergesehene Probleme. Mache folgende Übung. Nimm ein aktuelles Problem aus deinem Job. Schreibe auf: Was kann ich daran kontrollieren? Was nicht? Konzentriere dich nur auf die erste Liste. Die Befreiung: Wie diese Unterscheidung dein Leben verändert. Als Epiktet diese Unterscheidung lehrte, war er selbst ein Sklave. Er hatte weniger Kontrolle über sein Leben als du heute. Trotzdem fand er inneren Frieden. Warum? Weil er erkannte, wahre Freiheit liegt nicht in äußeren Umständen, sondern in der Art, wie wir denken. Ein modernes Beispiel: Sarah, eine Projektmanagerin, war kurz vor dem Burnout. Ständig ärgerte sie sich über unpünktliche Kollegen und unklare Anweisungen vom Chef. Dann wendete sie Epiktets Prinzip an.
Sie konzentrierte sich nur noch auf ihre eigene Arbeit, ihre Kommunikation und ihre Reaktionen. Innerhalb von 4 Wochen fühlte sie sich wieder energiegeladen. Das Paradox: Je weniger du zu kontrollieren versuchst, desto mehr Kontrolle gewinnst du über dein Leben. Schritt 3. Etabliere tägliche stoische Reflections-Rituale. Epiktet lehrte nicht nur Theorie, er gab praktische Übungen. Sein berühmtester Rat: Tod, Verbannung, überhaupt alles, was allgemein für schrecklich gilt, halte dir täglich vor Augen, vor allem aber den Tod. Dann wirst du niemals etwas Niedriges denken oder übermäßig nach etwas begehren. Das klingt düster, ist aber befreiend. Wenn du dir täglich vor Augen führst, dass dein Job, dein Status, sogar dein Leben vergänglich sind, verlieren sie ihre Macht über dich. Das tägliche Epiktet-Ritual: 5 Minuten am Abend. Erste Reflexion: Was habe ich heute versucht zu kontrollieren, was außerhalb meiner Macht lag? Zweite Dankbarkeit: Wofür bin ich dankbar, dass ich heute kontrollieren konnte? Dritte Vorbereitung: Welche unkontrollierbaren Dinge könnten morgen passieren? Wie reagiere ich gelassen darauf? Zuschauerübung: Wöchentlich, führe ein Kontrolltagebuch. Notiere jeden Abend: Was habe ich heute zu kontrollieren versucht? Was lag wirklich in meiner Macht? Die moderne Anwendung: Epiktet im digitalen Zeitalter. Epiktets Weisheit ist heute relevanter denn je. In einer Welt von E-Mails, Slack-Nachrichten und ständiger Erreichbarkeit vergessen wir oft: Wir müssen nicht auf alles reagieren. Du kannst nicht kontrollieren, wie viele E-Mails du bekommst, wann dein Chef antwortet, ob das Meeting produktiv wird, die Stimmung im Team. Du kannst kontrollieren, wann du E-Mails checkst, wie du auf Nachrichten reagierst, deine Vorbereitung auf Meetings, deine eigene Einstellung. Ein Stoiker würde sagen: Befreie dich von der falschen Meinung, und du befreist dich vom Übel. Die falsche Meinung ist, dass du für alles verantwortlich bist. Die Wahrheit ist, du bist nur für deine Reaktionen verantwortlich. Wie alle 3 Schritte zusammenwirken: Jetzt siehst du das große Bild. Schritt 1 macht dich bewusst für die Warnsignale. Schritt 2 gibt dir das Werkzeug zur Unterscheidung. Schritt 3 macht es zur täglichen Praxis. Epiktet sagte: Sage nie von einer Sache: Ich habe sie verloren, sondern: Ich habe sie zurückgegeben. Das gilt auch für deine Energie. Du hast sie nicht verloren, du hast sie falsch investiert. Jetzt weißt du, wie du sie richtig einsetzt. 10 Sekunden Reflexion: Welcher der 3 Schritte wird dein Leben am meisten verändern? Dein nächster Schritt. Hier ist, was die meisten Menschen über Burnout-Vermeidung übersehen. Es geht nicht darum, weniger zu arbeiten, es geht darum, klüger zu arbeiten. Epiktets System zeigt dir, wie du deine mentale Energie nur noch auf das richtest, was wirklich zählt. Welcher Schritt hilft dir am meisten bei Burnout vermeiden? Schreib es in die Kommentare. Ist es das Erkennen der Warnsignale, die Kontrolle, Unterscheidung oder die täglichen Rituale? Wenn dir dieses Video geholfen hat, gib ihm einen Daumen hoch und abonniere den Kanal für mehr zeitlose Weisheit, die dein modernes Leben verbessert. Denk daran: Ein Sklave vor 2000 Jahren fand inneren Frieden unter extremsten Bedingungen. Du kannst das auch mit den richtigen Werkzeugen.